gut. Element Upgrade Nation, here we go. Let's go. Wow, plus 5 geht so schnell. Shockers. Und fehlgeschlagen. Ich hasse das so sehr jedes Mal mit diesem Low-S-Product Scheiß bis plus 7. Das regt so auf. Oh. Oh! Hab nichts gesagt. Hab nichts gesagt. Easy money. Das ging deutlich schneller als beim letzten Mal. Das ging deutlich schneller als beim letzten Mal. Warum plus 7? Na, weil man plus 7 relativ einfach mit Low-S-Projects bekommt. Habe ich schon ewig nicht mehr getrunken, haben wir als Kinder früher mal vom Edeka gekauft. Und dann, wie so Alkoholiker, wie so arbeitslose Alkoholiker, uns auf die Treppenstufen von Edeka gesetzt und dort getrunken, direkt aus dem Tetrapack. Versuchen Sie den mal, wenn ich Ihnen 2 Euro Paypal. Ich kann für nichts garantieren, mein Rewe hat so viel Auswahl wie ein Tante-Emma-Laden 1824. Also keine Auswahl. Also was heißt eiskalt? Kühlschrank kalt. 4 Grad. Bei 4 Grad hat Wasser seine höchste Dichte. Die beste ist Saint Morning Open World OST. Und die zweitbeste ist Flares Open World OST. Und danach kommt Saint Morning City OST. Und danach kommt Darkon City OST. Du wünschst, du könntest mehr schlafen und weniger Flash spielen? What the fuck? Ach, bei mir ist gerade auch 29 Grad im Zimmer, Mitsune. Cry me a river. Cry me a river. Dollar. Würdest dich da ernsthaft jucken, wenn Leute rumheulen, weil dein Produkt nicht perfekt ist? Level up, by the way. I mean, honestly, ich würde in meinen Porsche steigen, nach Hause fahren in meine fette Villa und einfach mir denken, halt doch einfach die Fresse. Und dann mein Leben genießen. Während diese armen Trottel für mich arbeiten. 2 Dungeons gereicht. Herbst-Update. Naja, ich meine, grundsätzlich war die Grundidee von diesem Dungeon-System ist ja gar nicht so schlecht. Aber ich meine, also das Lustige ist ja, es wäre auch ein easy Fix. Sie müssten ja nur alle Dungeons von der Schwierigkeit her wirklich angleichen. Und das geht nur mit User-Feedback. Sodass alle Dungeons ungefähr gleich lange dauern und gleich schwer sind. Also Astria müsstest du wahrscheinlich fucking einfach machen, einfach nur weil der Dungeon so fucking riesig ist. Aber ich meine ganz ehrlich, ich soll den Dungeon einfach kürzer machen, der ist einfach viel zu groß. Das ist ultra unverhältnismäßig. Astria. Allein das Gebiet, ich war ja erst vor einer Woche drin oder vor 2. Allein das Gebiet von diesen Violet Yetis, das ist legit länger als der komplette Wilds Dungeon. Nur das Gebiet von diesen scheiß Yetis ist einfach größer als der komplette Wilds Dungeon. Und warum zur Hölle würde jemals jemand diesen Dungeon freiwillig eher machen als zum Beispiel Wilds oder so? Und das heißt, du müsstest halt wirklich gucken, dass alle Dungeons ungefähr gleich schwer sind, gleich lange dauern. Und nur so könntest du es quasi hinbekommen. Achso, und natürlich die Belohnungen anpassen. Also gleich schwer sein, gleich lange dauern. Also ich meine, genau gleich, so einfach ist das natürlich nicht, aber angleichen.
Und natürlich darf es nicht sein, dass ein Dungeon bessere Belohnungen gibt. Zum Beispiel mit den 150er-Sets und Waffen. Und nicht, dass das nicht schon reichen würde, dass der Dungeon dann viel relevanter ist als alle anderen. Aber du lässt die besten Waffen und Sets nur in einem Dungeon droppen. Und zusätzlich, als wäre das nicht schon genug, kriegt man in dem Dungeon auch noch die meisten Fragmente für den Ultimate-Schmuck. Wer, der nicht komplett seinen Verstand verloren hat, würde dann jemals einen anderen Dungeon farmen? Also Envy Depths wurde immer so als, den kann man schnell noch in den 20 Minuten hinterher schieben, Dungeon betrachtet. Aber mittlerweile ist die Meta ja eigentlich eher nur Wilds machen und lieber ausloggen, als Envy Depths oder so noch hinterher zu schieben. Oder so viele Chars haben, dass du einfach permanent Wilds farmen kannst, komplett ohne Cooldown sozusagen. Und das ist ja einfach nur geistesgestört. Ich meine, da ist ja dann vollkommen, also grundlegend ist ja dann eigentlich was komplett falsch am gesamten System. Du hast 6 Dungeons und nur einer wird gefarmt. Also muss ja eigentlich jedem klar sein, das kann so nicht bleiben. Also da muss man was ändern. Und ich check ja nicht, warum sie es nicht machen. Vor allem ist nicht sogar Wilds der einzige Dungeon, der keine Skins hat? Glaube ich. Also ich meine, du könntest sagen, Anreiz wären die Skins, aber das reicht halt nicht, weil das interessiert fast niemanden. Wenn man wirklich Skins farmen will, also in den meisten Dungeons zumindest, da macht man das einfach auf einer niedrigen Schwierigkeit. Gut, bei Storm Peak geht es nicht, weil die niedrigste Schwierigkeit ist die zweithöchste, was auch ziemlich schwierig ist. Aber abgesehen von Storm Peak macht man es einfach auf einer niedrigen Schwierigkeit, wo man es auch solo machen kann. Oder fast solo. Und dann hat das Skin-Thema auch keine Relevanz mehr. Außerdem sind ja Skins, glaube ich, auch immer gleich selten. Das heißt, wenn du jetzt wirklich Rises Catacombs auf Cursed machen würdest, wäre es ja nicht mal so, dass du dann in Anführungszeichen mit Skins überflutet wirst oder so, sondern das ist die gleiche Wahrscheinlichkeit wie die Leute, die hier den Dungeon machen, mit ihren Level 60er Chars. Das ist einfach nur lächerlich. I did it. Oops, I did it again. Goldpill fehlt wieder, ne? Scheiße.